So, 12:15 Uhr, guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem Mittagswebinar Effizienz für Ihre digitale Kommunikation. Das ist das heutige Thema. Ich habe das Vergnügen, dieses Webinar mit Ihnen heute durchzuführen, eine gute halbe Stunde. Ich bin nicht allein, werde unterstützt durch Pascal Lotter. Mein Name ist Daniel Solenthaler, ich bin Vertriebsleiter. Pascal, vielleicht noch kurz zu dir. Schönen guten Mittag allerseits. Pascal Lotter hier. Ich bin zuständig fürs Business Development bei der TimeSensor AG und ich werde heute Daniel sekundieren, ihm helfen und ich werde die Rolle eines Klienten spielen. Vielen Dank. Dankeschön. Gut, kurz einige administrative Sachen zum Webinar, einige allgemeinen Infos. Sie können uns hoffentlich hören und sehen. Wir können Sie aber weder hören noch sehen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben während dem Webinar, verwenden Sie bitte die Chat-Funktion, die Fragefunktion im GoToWebinar-Bedienpanel. Einfach die Fragen dort eintippen, die gehen dann zu Pascal Lotter. Er wird die Fragen entweder gleich live beantworten während dem Webinar oder wir werden auch interessante Fragen am Schluss des Webinars noch gemeinsam diskutieren. Und Fragen, die nicht diskutiert werden oder nicht beantwortet werden konnten im Moment, die werden dann im Nachgang per E-Mail noch beantwortet. Vielleicht noch kurz zu den Mittagswebinaren. Wie ist diese Idee entstanden? TimeSensor Legal ist ja heute wahrscheinlich die leistungsfähigste, umfassendste Kanzleisoftware auf dem Schweizer Markt. Wir haben in den letzten 12 Jahren 3 große Module entwickelt und dazu gibt es über 40 Add-ons. Es ist eine sehr umfassende Software geworden. Wir machen ja auch nur Kanzleisoftware, deshalb sind wir da hoch spezialisiert und es ist halt immer schwieriger geworden, da das ganze Produkt zu zeigen. Und da hatten wir die Idee, wir machen Mittagswebinare zu spezifischen Themen mit bestimmten Highlights. Und heute haben wir ein ganz besonderes Highlight, nämlich den Kommunikator, welcher die Ablage und das Management Ihrer digitalen Nachrichten enorm erleichtern wird und revolutionieren wird. Das möchten wir Ihnen zeigen, live, mit einer Live-Demo. Interesse wecken, wenn Sie dann interessiert sind und das weiterverfolgen möchten, kontaktieren Sie uns bitte nachher, dann können wir Ihnen natürlich auch die ganze Kanzleisoftware zeigen oder auch individuelle Anliegen behandeln. Kurz ein Wort zur TimeSensor AG. Wer ist die TimeSensor AG? Wir sind also ein Schweizer Softwarehaus, tätig vor allem in der Schweiz und in Deutschland. Deutschland ist mittlerweile unser größter Markt, die Schweiz ist unser Heimmarkt. Wir haben unsere Software auch noch in einigen weiteren Ländern, in verschiedenen Sprachen. Das macht unsere Arbeit sehr spannend und interessant. Wie gesagt, wir fokussieren uns nur auf Rechtsanwälte, wir machen nichts anderes, wir sind die Spezialisten hier in dem Thema und das seit 2010. Mittlerweile dürfen wir mehrere 100 Kanzleien betreuen mit verschiedenen Größen, da ist alles dabei, zwischen 100 und 120 Arbeitsplätzen derzeit. Ein besonderer Fokus liegt auf der Benutzerfreundlichkeit. Unsere Software läuft unter Windows und macOS gleichermaßen. Jeder kann nutzen, was er möchte und das funktioniert dann eigentlich sehr gut auch im gemischten Betrieb. Ja, nun aber zum eigentlichen Thema. Die digitale Kommunikation stellt uns ja alle vor große Herausforderungen. Die Masse der E-Mails, die Flut der E-Mails hat ja immer zugenommen in den letzten Jahren und die prasselt so auf uns alle ein und besonders Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind davon natürlich betroffen. Gleichzeitig hat man den Wunsch, diese E-Mail-Flut irgendwie sinnvoll abzulegen, in einer Akte zu sammeln, einer Mappe, damit alle Korrespondenz halt sauber da chronologisch sichtbar ist, dass man schnell durchgehen kann, schnell Sachen findet. Und das ist enorm schwierig, vor allem, weil ja auch noch verschiedene Kommunikationskanäle im Spiel sind und ins Spiel kommen und verschiedene Devices. Sie sind mal im Homeoffice, Sie sind mal unterwegs.
Wir haben E-Mail heute als Hauptkanal wahrscheinlich, auch bei Ihnen, aber in Zukunft gibt es dann noch weitere Kanäle, die dazukommen. Die deutschen Kundinnen und Kunden, die kennen das bereits. Das BEA, das besondere Anwaltspostfach, ist ja in Deutschland schon umgesetzt. Das ist also der elektronische Rechtsverkehr. Da kommunizieren Anwälte und Anwältinnen mit den Gerichten oder untereinander. Und das ist ein paralleler Kanal, der sich jetzt einfach neben der E-Mail, neben dem E-Mail-Kanal eröffnet hat. Und da hat man dann ein Webfenster, ein Weblogin, man muss sich dort einloggen und dort die Sachen abholen oder hochladen. Das wird alles halt sehr mühselig. Und deshalb ist die Aktenführung ein großes Problem heute in Kanzleien. Sie ist häufig lückenhaft, sie ist inkonsequent. Das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass die Leute häufig überlastet sind und die Zeit nicht finden. Schauen wir uns einige Möglichkeiten an, wie man klassischerweise dem Thema begegnet, also die Ablage dieser E-Mail, das Management dieser E-Mails. Da haben wir den ersten Ansatz, das ist diese klassische Ablagestruktur im Outlook, dieser Baum auf der Seite dieser Explorer-Liste. Da sind Sie vielleicht auch schon durchgegangen durch diese Phase. Ja? Also man ist da vollen guten Willens und möchte da die E-Mails perfekt organisieren und ablegen und baut sich da komplexe Ablagebäume und stellt dann irgendwann frustriert fest, es funktioniert nicht richtig. Es funktioniert nicht richtig, weil erstens ist es mühselig, zeitraubend diesen Baum zu pflegen. Zweitens gibt es Zuordnungsprobleme. Gewisse E-Mails passen halt an verschiedenen Stellen rein. Ja, muss ich die jetzt kopieren und doppelt ablegen oder wie gehe ich mit dem um? Dann fokussiert man sich bei dem Ansatz häufig nur auf den Posteingang. Den Ausgang des E-Mails, die ich versende, der wird meistens dann noch ignoriert und nicht behandelt. Die Arbeit im Team ist auch schwierig, wenn Sie also verschiedene Mitglieder haben, die arbeiten an einem Fall und der Kunde schickt da E-Mails an verschiedene Leute, dann landen die ja in den jeweiligen Postfächern der Personen und die haben diese Postfächer auch nicht unbedingt gleich geshared. Das heißt, die sind dann vergraben in irgendwelchen Postfächern, keiner weiß eigentlich wo und hat den Überblick. Also das ist eine schwierige Sache und keine gute Lösung. Irgendwann gibt man den Explorer-Baum auf und sagt sich, ja, ich kann ja suchen, ich habe ja eine tolle Suchfunktion, also ich mache doch einfach einen Archivordner und werfe da alle E-Mails rein und dann kommt das schon gut, weil ich es ja dann finde über die Suchfunktion. Naja, so toll ist das dann eben auch wieder nicht, weil es halt schwierig ist, dann über die Suchfunktion die zu einem spezifischen Fall gehörenden Mails rauszufinden. Sie kriegen da Kraut und Rüben gemischt und die zusammenzustellen ist auch wieder zeitraubend. Natürlich das Problem in Teams auch nicht gelöst. Die E-Mails sind immer noch in verschiedenen Postfächern und das ist letztlich auch keine Lösung. Dann ein ebenfalls bereits älterer Ansatz ist die Möglichkeit, dass man aus Outlook heraus direkt ein sogenanntes Add-in installiert und dann somit E-Mails direkt in die Datenbank, in die Kanzleisoftware überführen kann mit so einem Dialog. Ja, das ist jetzt schon mal besser, weil man immerhin so mal die E-Mails übergibt ins DMS, aber immer noch zeitraubend. Der Anwalt muss das in der Regel selber machen und das ist ein großes Problem. Die Anwälte haben keine Zeit, man hat was Besseres zu tun, irgendwann gerät man in Verzug und irgendwann gibt man es auf. Ebenfalls ist es mühselig, nach jeder E-Mail, die man versenden möchte, da nochmals ein Formular auszufüllen, um zu sagen, das geht jetzt da in die Akte und so. Selbst wenn das System einigermaßen intelligent ist und Vorschläge macht, ist trotzdem ein Arbeitsschritt mehr und das bei jeder E-Mail. Und Sie haben ja vielleicht 100 oder einfach E-Mails im dreistelligen Bereich pro Tag und das ist echt mühsam. Ja, schließlich Drag and Drop, auch noch ein Ansatz, den auch Time Sensor unterstützt. Ja, also man kann E-Mails direkt vom Outlook rausziehen auf Time Sensor, aufs Time Sensor Fenster, auf die Akte und dann wird es dort archiviert. Das ist schnell gemacht, ja, aber trotzdem immer noch zeitraubend, weil Sie müssen doch auch wieder individuell jede E-Mail darüber schieben. Sie müssen die Akte öffnen, irgendwie zuordnen. Dann ist es meist auch etwas langwieriger, weil Sie haben zwei Möglichkeiten. Ja, Sie können die Dateien entweder im Originalformat rüberziehen, dann haben Sie diese Blackbox
Dateien, MSG oder EMLs, die dann auftauchen in Ihrer Fileliste, und da drin hat es dann aber meistens noch irgendwelche Anhänge, die man dann nicht sieht. Das ist also nicht praktisch. Oder man hat eine Konvertierung, die stattfindet. Das haben wir bei TimeSensor so implementiert. Das bedeutet, die E-Mail wird dann live sofort gleich durchsucht, die Anhänge extrahiert, die E-Mail umgewandelt in PDF, so, das kann man alles machen, aber das kostet alles Zeit. Das kostet dann immer so ein paar Sekunden, und wenn Sie noch im Homeoffice sind und eine schlechte Internetverbindung haben oder so, dann kostet es noch mehr Zeit, und das für jede E-Mail auch mühsam. Ja, also nur mühsame Ansätze, aber wir bringen heute ein neues Konzept. Und dieses Konzept möchte ich Ihnen heute hier kurz vorstellen. Das ist ein Modul von TimeSensor Legal, und das ist eben dieses Kommunikator-Modul. Wie funktioniert dieses Konzept? Sie sehen hier auf der linken Seite das Internet, die Cloud, da schicken wir E-Mails hin, da kommen E-Mails her und die landen in Ihrem Arbeitspostfach. Das ist jetzt hier beschriftet, zum Beispiel mit monika.muster@timesensor.ch. Da kommen also diese E-Mails hin und werden dann abgeholt durch Ihren E-Mail-Client, Ihr Outlook, Ihr Apple-Mail, Ihr Smartphone und so weiter. Und an dem Prozess ändern wir auch gar nichts. Das lassen wir so, wie es ist. Wir haben aber hier auf dem Server eine Weiche eingebaut und ein zweites Postfach steht hier zur Verfügung. Also die E-Mail, die wandert zunächst in Ihr Arbeitspostfach. Und jetzt gibt es unten das Archivpostfach, das haben wir bezeichnet hier mit mm@timesensor.ch, also das Kurzzeichen hier zum Beispiel. Und über sogenannte Transport Rules, also Regeln, ein Regelwerk, werden jetzt relevante E-Mails ins Archivpostfach kopiert. Also die werden einfach verdoppelt und ein Exemplar geht ins Archivpostfach und das Original verbleibt im Arbeitspostfach. Was sind das für Regeln, diese Transport Rules? Das könnte zum Beispiel sein, alle internen E-Mails, die werden nicht archiviert. Also wenn Kollege Meier, Kollege Müller eine E-Mail schreibt, dann muss das nicht archiviert werden. Wenn Sie vertrauliche Mandate haben, dann kann man eine Regel machen, alles aus dieser Domäne wird nicht archiviert. Oder wenn Sie auch private E-Mails haben, alles, was von Ihrer Familie kommt, wird nicht archiviert. So, und jetzt greifen diese Regeln und somit haben wir eine Selektion, die im Archivpostfach landen, nun die generell archivierungswürdigen E-Mails. Wie geht das jetzt weiter? Die E-Mail oben, die wandert jetzt also in Ihr Outlook und die E-Mail unten liegt jetzt in diesem Archivpostfach. Und jetzt kann TimeSensor Legal, also unsere Software, in aller Ruhe diese Dokumente aus dem Archivpostfach abholen und sie nach allen Regeln der Kunst analysieren. Da werden wir jetzt hingehen und durchsuchen natürlich den Betreff, den Bodytext, die Anlagen nach Aktenzeichen. Wir durchsuchen sie nach E-Mail-Adressen. Wir durchsuchen sie nach der Message-ID, nach der Reply-ID. Also Sie haben ja oft so Threads, also eine E-Mail kommt, wird Reply gedrückt, geht hin und her und hin und her. Das sind sogenannte Threads. Und wenn da irgendwo mal eine E-Mail zugeordnet ist, dann kann man natürlich den ganzen Rest des Threads auch automatisch zuordnen. Das heißt, da muss keiner Hand anlegen. Und alle diese Algorithmen, die haben wir hier zusammengepackt. Der Kommunikator macht das selbstständig und hat so eine gute Trefferquote. Das werden dann 80–90% Ihrer E-Mails werden vollautomatisch, ohne dass jemand einen Finger rühren muss, schon erkannt und zugeordnet. Des Weiteren passiert jetzt auch eine Dublettenkontrolle. Wir möchten ja vermeiden, dass die E-Mails dann mehrfach in der Mandatsmappe landen. Wenn also Ihr Kunde Kopien an alle Mitarbeiter der Kanzlei schickt, dann möchten Sie ja nicht 20 Exemplare haben dann in Ihrer Mandatsmappe, sondern nur eins. Und all das macht der Kommunikator. Die E-Mail wird auch umgewandelt in PDF, weil für die Langzeitablage soll die E-Mail als PDF zur Verfügung stehen. Und jetzt wird sie in die Mandatsmappe gelegt. Und alles ohne ein menschliches Zutun, ohne dass jemand Zeit verliert. Das ist das Konzept. Werfen wir einen Blick auf den Kommunikator, noch etwas in der Nähe. Also der Kommunikator zeigt sich so als Fenster. Das ist ein sehr übersichtliches Nachrichtenfenster, wie man es für einen E-Mail-Client eigentlich erwartet.
Das ist unser Archivierungsclient. Sie sehen auf der linken Seite, in der linken Spalte hier diese Postfächer. Hier sehen wir zwei Postfächer. Wir sehen das Mailarchiv, also das Archivpostfach von unserer Monika hier. Und ein zweites Postfach, BA, also das ist jetzt ein deutsches Beispiel, da ist der elektronische Rechtsverkehr schon eingebunden. Also da kommen dann die Nachrichten rein vom Gericht. Und statt dass die Monika sich eben einloggen muss über eine Webseite, holt sich der Kommunikator die Nachrichten direkt ab, zeigt die an und umgekehrt können wir auch Nachrichten so verschicken. Und die Schweizer Kundinnen und Kunden können sich darauf einstellen, das wird auch kommen in der Schweiz, das ist Justitia 4.0. Irgendwann kommunizieren Anwältinnen und Anwälte elektronisch, sicher mit den Gerichten, nicht mehr per E-Mail. Und das Schöne eben am Kommunikator, alles unter einer Benutzeroberfläche integriert. Die zweite Spalte zeigt dann die Nachrichten, die dritte Spalte das Detail und unten sehen Sie die Anlagen zur Message, dann die Zuordnung, das ist dann eben das Grün, dieser grüne Balken signalisiert, dass diese E-Mail jetzt erfolgreich zugeordnet wurde und rechts eine Konversation. Diese Konversation, das ist schon ein Hinweis auf die arbeitsteiligen Tools, die der Kommunikatorin auch zur Verfügung stellt. Wenn Sie nämlich gemeinsam ein Postfach bearbeiten, wenn Sie also Ihre Assistenz auch Zugang hat zu diesem Archivpostfach, dann kann man hier schön noch miteinander mit einem Chat korrespondieren zu dieser Message, zu dieser Nachricht. Oder man kann auch einfach eigene Kommentare hier hinterlegen. Überhaupt ist das Sharen dieses Archivpostfachs natürlich auch wieder ein wesentliches Element, dass Sie als Anwältin oder Anwalt dann Zeit sparen. Weil auch wenn es 90% der E-Mails automatisch durch den Algorithmus schon zugeordnet und abgelegt werden, verbleiben immer noch 10% rote E-Mails, das sind hier die zwei obersten, die sind nicht zugeordnet. Die muss man händisch zuordnen. Und das sollten Sie auch nicht selber machen, sondern wenn Sie das Ihrer Assistenz freischalten, Ihr Postfach, mit einem Klick können Sie das tun, dann können Sie das der Assistenz überlassen, hier die roten E-Mails noch richtig zuzuordnen. Das System lernt dann übrigens auch, wird also immer besser und so wird der Prozess für Sie völlig entlastet. Also Sie werden völlig entlastet von dieser Arbeit der Ablage. So. Bevor wir jetzt zur Live-Präsentation gehen, wenn Sie gerade an meinem Computer sitzen, in das Leichtfeld, schicken Sie vielleicht noch eine Testmail an diese Adresse. Dann können wir nämlich nachher mit diesen Testmails auch noch ein bisschen arbeiten, ein paar Sachen anschauen. Muss nicht sein, aber wenn jemand gerade Zeit und Lust hat, das zu tun, dann bitte direkt machen. Mit Hinweis darauf, dass wir dann Ihre E-Mail und Ihren Namen auch sehen werden hier im Webinar. Das ist richtig. Ja, vielen Dank, Pascal. Aus Datenschutzgründen ist das vielleicht dann nicht erwünscht. Also überlegen Sie sich, ob Sie das tun möchten. Gut, wir schreiten jetzt zur Live-Präsentation. Ich habe hier Time-Sensor, also wir sind hier auf einem Mac-OS-System. Ja, Time-Sensor läuft ja unter Windows und unter Mac gleichermaßen, wie gesagt. Das ist die gleiche Benutzeroberfläche. Ich bin jetzt hier auf einem MacBook, logge mich hier mal ein in unserer Kanzleisoftware als die Partnerin Monika Muster. Hier vielleicht ein kurzes Wort zum Aufbau für die, die Time-Sensor nicht kennen. Time-Sensor Legal bedient sich über zwei Leisten. Auf der linken Seite haben Sie die Bereichsleiste, da sind alle Funktionen drin, wie Adressen, Finanzen, Spezial, das sind die Arbeitsbereiche. Und oben horizontal sind dann die einzelnen Funktionen dieser Bereiche, also zum Beispiel Adressbereich, da sind dann die einzelnen Adressen. Wenn ich da draufklicke, öffnet sich jeweils ein Fenster mit den entsprechenden Adressen drin. Und so navigiert man durch diese Software. Ich starte nun das Live-Webinar, indem ich zunächst mal hier mein Outlook-Postfach anschaue. Und da sehe ich tatsächlich ein neuer Kunde. Das ist der Herr Lottas, der beauftragt uns jetzt hier mit einer Firmengründung. Das ist wunderbar, das machen wir gern. Der Herr Lotta ist ein sehr IT-affiner Kunde, der hat uns sogar hier noch in seine E-Mail eine VNC-Datei eingepackt.
eine VCF-Datei eingepackt. Das ist eine kleine Datei mit einer Adresse drin. Das kennen Sie vielleicht von Outlook oder vom iPhone oder so. Da kann man sich also die Adresse zusenden. Sehr praktisch. Vielen Dank. Ich schiebe das mal raus. Und jetzt muss ich natürlich den Herrn Lotters in unserem System kurz anlegen. Und beachten Sie jetzt, wie schnell das geht in TimeSensor. Das sind ein paar Klicks. Ich gehe also zu den Mandanten. Ich klicke hier unten auf das Plus, um hier ein neues Dossier anzulegen für den Herrn Lotters. Ich schiebe diese V-Card einfach da rein, damit die importiert wird. Hier wird jetzt ein Konfliktcheck vorgeschlagen. Den mache ich jetzt nicht. Ja, dann habe ich hier natürlich verschiedene Seiten in diesem Dossierfenster. Da sind dann alle Daten von Herrn Lotter sind dann da drin. Ich habe da Zusatzinformationen. Ich habe dann die Mandate drin vom Herrn Lotters. Ich habe den Blick in die Buchhaltung. Ich habe das Dokumentenmanagementsystem. Das ist zweigeteilt, Entwürfe und Archiv. So, das ist die Gesamtschau. Ich gehe jetzt zu den Mandaten und lege da ein Mandat an. Das soll ja ein Firmengründungsmandat sein. Wir haben hier Mandatsvorlagen, ganz wichtig. Statt dass Sie jetzt jedes Mandat da einzeln konfigurieren mit allen Einstellungen, habe ich Vorlagen. Ich wähle hier die Firmengründungsvorlage und schwupps ist das Mandat schon angelegt mit allen hinterlegten Parametern. So schnell geht das im TimeSensor Legal. Das ist angelegt, ist erledigt. Ja, jetzt gehen wir mal zu unserem Kommunikator. Wir haben also hier die persönlichen Arbeitsbereiche, das sind diese Köpfe, ja, jeder Mitarbeiter hat da seinen Kopf drin und zu oberst ist nun die Monika Muster, die habe ich jetzt hier angeklickt und wir sehen hier die Tools, mit denen Monika in der Regel arbeitet während des Tages, da hat sie ihre Mandatsmappen, Dokumente, Kommunikator und so weiter. Wir schauen uns nun den Kommunikator an. Im Kommunikator sehen wir jetzt, ist diese E-Mail ja auch eingegangen. Sie erinnern sich an das Schema, die E-Mail vom Herrn Lotter, die geht ins normale Arbeitspostfach. Eine Kopie davon landet im Archivpostfach, was wir hier sehen. Und das ist hier angekommen. So, und jetzt muss ich das natürlich hier zuordnen, weil zum Zeitpunkt, wo die E-Mail eingetroffen ist, war ja der Herr Lotter in unserem System noch gar nicht angelegt. Das System konnte ihn nicht erkennen. Das heißt, einmal hier zuordnen, das ist aber schmerzlos, ein paar Buchstaben und schon ist das drin. Jetzt ist das grün, ist archiviert. Ich prüfe das jetzt noch schnell, indem ich hier direkt ins Dossier springe. Es gibt ja immer so Shortcuts, da kann man direkt dann wieder das andere Fenster öffnen. Und wir sehen hier sind wir wieder in unserem Dossierfenster. Im Tab Archiv, da sammeln sich jetzt die Dokumente an, das ist unser DMS, da ist das auch schon drin, Beauftragung mit Kontaktdaten, alles schon abgelegt. Wunderbar, wenn ich einen Doppelklick drauf mache, sehe ich, das ist ein PDF. Er hat das also direkt in PDF umgewandelt, automatisch. Gut, wir gehen weiter. Der Herr Lotter, das freut uns, dass wir da einen neuen Kunden gewonnen haben, aber er muss uns natürlich noch eine Vollmacht unterzeichnen. Dazu gehe ich jetzt zu den Entwürfen. In unserem System haben wir diese Entwürfe und hier unten das Plus, mit dem kann ich mir jetzt eine passende Vorlage auswählen. Wir arbeiten immer mit Vorlagen, weil das Zeit spart. Wir haben eine Vorlage passend hier, die heißt Vollmacht und Honorarvereinbarung. Die kann ich dem Herrn Lotter nun direkt aus dem System senden. Ich wähle hier also seine E-Mail-Adresse. Ich drucke das nicht, sondern schicke das auch wieder per E-Mail. So, und jetzt legt uns TimeSensor direkt eine Vorlage vor, also es ist ein Set mit einer E-Mail, mit einem Vollmachtsdokument und einer Honorarvereinbarung. Kann ich da noch etwas ausfüllen und dann maile ich das direkt dem Herrn Lotter. So mit einem Klick senden und archivieren. Archivieren bedeutet, es geht natürlich eine Kopie wieder in unsere Ablage. So, schon erledigt. Um das ein bisschen zu beschleunigen, das wird jetzt im Hintergrund versandt. Es dauert meistens so eine Minute, so, um das ein bisschen zu beschleunigen. Gehe ich hier kurz auf den Spooler und sende das. So, jetzt ist es rausgegangen. Pascal, du müsstest das jetzt erhalten.
Einen Moment. Ja, die ist bei mir angekommen und da sind jetzt 2 PDFs drin und die kann ich jetzt an der Stelle digital bei mir unterschreiben über mein PDF-Programm. Einen Moment, ich mache das gleich. So, so. Und dann, sobald ich da meine Unterschrift drauf habe, kann ich meine Antwort-E-Mail noch einpflegen und dann an dich zurücksenden. So. Ja, jetzt ist die vielleicht zweimal raus. Mindestens einmal hast du sie jetzt gekriegt, also respektive müsste sie raus sein. Dankeschön. Danke dir. Ob das hier ankommt. Ich habe jetzt den Ton gehört, das ist also hier im Outlook jedenfalls schon mal angekommen. Da. Und eben die Kopie von dem kommt jetzt im Kommunikator an. Klicke ich da einmal auf den Aktualisieren-Button und Sie sehen, die E-Mail, die Herr Lotter jetzt zurückgeschickt hat, ist angekommen und wiederum vollautomatisch zugeordnet worden. Sie sehen, die ist direkt grün. Warum? Weil er natürlich die Message-ID kennt, er kennt schon den Herrn Lotter und weiß schon, zu wem das gehört. Das heißt, er hat das jetzt automatisch umgewandelt in PDF. Und wenn ich in die Akte gehe hier, also ins Dossier hier reinspringe, dann sehen Sie hier, haben wir diese 3 E-Mails schon eingehend, ausgehend, eingehend. Niemand musste etwas tun, niemand musste es archivieren, es landet hier. Ich kann das auch noch etwas näher dann anschauen, hier mit den Beilagen. Gut, ja, das war mal so ein erster kleiner Eindruck. Jetzt haben wir noch etwas Zeit, das heißt, wir könnten noch ein paar weitere Sachen anschauen. Ich gehe nochmals zurück zu Herrn Lotter. Vielleicht steige ich mal über die Adressverwaltung ein. Also ich kann das Dossier auf verschiedenen Stellen aufrufen und bin jetzt hier am Arbeiten, vielleicht am Telefonieren und habe hier im Archiv ein Dokument noch hinterlegt. Das hat er jetzt automatisch über die Vorlage hier reingelegt, eine Checkliste für Firmengründer. Und die möchte ich dem Herrn Lotter senden. Also ich kann hier beliebige Dokumente auch per Drag and Drop einfach reinziehen oder ich kann sie eben erstellen, dann landen sie hier. Und dann kann ich per Rechtsklick sagen, ich möchte die senden. Und wie will ich sie senden? Ich kann sie auch über mein Outlook senden, also ganz normal über mein Arbeitspostfach. Vorhin haben wir den Versand gemacht, direkt aus Timesensor raus, weil es Vorlagen waren, dreistufig und so, das ist dann praktischer. Aber irgend so eine kleine Mail, ein Dokument oder so, kann ich auch mit meinem ganz normalen Outlook senden. Dann wird Timesensor einfach das Outlook anstoßen. Also wir praktisch dem Outlook den Befehl geben, liebes Outlook, hier mach mir eine E-Mail an den Herrn Lottas. Da bin ich ganz normal in meinem Outlook drin. Da habe ich dann noch einen Text dazu. So, Moment. Copy, Paste. Und hier eine Checkliste. Und dann sende ich jetzt das über mein Outlook. Wiederum haben wir dann eine Transport Rule. Wir können das über Transport Rule machen oder auch über eine Blindkopie. Das heißt, so oder so geht auch diese ausgehende E-Mail wieder zum Kommunikator zurück. Der Herr Lotter kriegt die und wir schauen uns den Kommunikator nochmals an. Die ist angekommen, so. Vielen Dank. Wunderbar. Und finden hier im Gesendet-Ordner auch wieder die zugeordnete E-Mail automatisch. Und wenn ich wieder das Dossier öffne, finde ich hier auch alle entsprechenden E-Mails, die da versandt wurden. Gut, ja, das war so ein kleines Beispiel. Die Zeit läuft. Wir würden jetzt nochmals kurz zurückgehen. Ich schaue mal, ob sich jemand hier bei uns noch etwas geschickt hat. Nein, leider haben wir sonst keine Nachrichten gekriegt. Das ist schade, aber auch nicht so schlimm. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück zu unseren Folien. Ich möchte nochmals kurz zusammenfassen. Ja? Ich habe noch eine Frage reingekriegt. Darf ich die ganz kurz stellen?
Die Frage lautet, wie können denn die Mitarbeiter dann an E-Mails arbeiten, an den Postfächern von Anwälten, nehme ich mal an, bedeutet das? Ja, sehr gut, klar, kann ich gerne auch kurz zeigen noch. Nochmals zurück in unsere Software. Wenn ich jetzt also hier in meinem angemeldet bin als Monika, das ist meine Mailbox, dann habe ich hier über das Menü Werkzeuge, Konten verwalten die Möglichkeit, mein Konto einfach mit einem Klick freizugeben an den und den Mitarbeiter. Das ist alles, was ich tun muss, ein Klick. Jetzt taucht dieses Konto dann bei den entsprechenden Mitarbeitern auf. Die haben dann auch ihren Kommunikator-Button, wenn sie sich anmelden, und da sind dann die verschiedenen Postfächer, die diese Mitarbeiter bearbeiten dürfen, die sind dann da drin. Gibt es weitere Fragen? Das war die wichtigste im Moment. Vielen Dank. Gut, wir machen nachher noch kurz die Möglichkeit für Fragen. Gehe ich nochmals zurück zu meinen Folien. Eigentlich habe ich da nur noch 2 Folien, nämlich die Zusammenfassung. Also was ist die Idee des Kommunikators? Wir möchten, dass Sie Zeit sparen. Wir möchten, dass Sie keine Zeit mehr verlieren mit Archivieren von E-Mails, von elektronischen Nachrichten. Das soll automatisch passieren. In 80–90% der Fällen wird der Algorithmus das automatisch zuordnen. Die restlichen Fälle können Sie durch Delegation des Archivpostfachs an die Assistenz auch noch abtreten und sich so auf Ihre Arbeit konzentrieren und keine Zeit verlieren. Das ist die Idee. Ja, Integration verschiedener Kanäle, Zukunftssicherheit, genau, also für die Schweizer Kundinnen und Kunden Justitia 4.0, wir kommen. Da werden Sie sich auch nicht jedes Mal anmelden wollen über ein Webportal, sondern möchten da den Komfort, dass das einfach bei Ihnen ankommt. Wunderbar. Das wär's. Wir hätten nochmals Zeit kurz für Fragen. Eine neue Frage ist da. Ja? Warum werden die E-Mails als PDF gespeichert? Können wir auch mit den Original-E-Mail-Dateien arbeiten? Jawohl, das ist eine sehr gute Frage. Also die E-Mails werden als PDF gespeichert, weil das für die Langzeitablage das bessere Format ist. E-Mails sind ja sonst häufig in einem proprietären Format, also zum Beispiel MSG-Dateien, werden als MSG-Dateien gespeichert und die sind nicht zukunftssicher. Sie wissen also nicht, ob in 10 Jahren Sie so eine Datei einfach noch öffnen können oder nicht. Das heißt, PDF ist da die bessere Wahl. Wir gehen aber einen doppelten Weg. Time Sensor Legal und der Kommunikator, der speichert beides in seiner Datenbank, nämlich die Original-E-Mail-Datei und auch ein PDF dazu. Wenn Sie doppelklicken im Time-Sensor auf eine Nachricht, dann öffnet sich das PDF. Wenn Sie mit gedrückter Alt-Taste doppelklicken, öffnet sich die E-Mail-Datei. Das heißt, man kann dann zum Beispiel dort dann einfach auch darauf antworten. Also beides. Kannst du das schnell mit meiner E-Mail zeigen? Wenn du jetzt direkt auf meine E-Mail antworten möchtest, die ich dir zugeschickt habe. Genau, kann ich kurz zeigen. Wir gehen hier nochmals zum Herrn Lottas. Also ich öffne hier kurz das Dossier von Herrn Lottas. Das ist eine praktische Funktion. Im Archiv diese verschiedenen E-Mails, die da angekommen sind. Doppelklick, wie gesagt, öffnet das PDF. Alt-Doppelklick öffnet die Originaldatei, die auch drin ist. Und jetzt öffnet sich hier das Fenster. Mal schauen, ist das jetzt ausgeblendet? Hier, es dauert einen kleinen Moment, weil es ist ausgeschaltet. Hier öffnet sich jetzt das Fenster. Und ich kann hier direkt die Antwortfunktion verwenden. Ja. Vielen Dank, das war die einzige Frage, die noch da war. Wunderbar, vielen Dank. Ja, 32 Minuten, wir sind schön im Timing. Ich wollte auch Ihre Zeit jetzt über den Mittag nicht zu lange in Anspruch nehmen. Ich nehme an, Sie haben alle Hunger. Vielen Dank, es war schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie Fragen haben oder mehr wissen möchten, kontaktieren Sie uns bitte. Hier ist unser E-Mail und unsere Namen und wir würden uns freuen, bald von Ihnen zu hören. Machen Sie es gut. Wiedersehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.